Herzlich willkommen zum heutigen Video der agavenbrand.com GmbH. Heute haben wir einen neuen Gast hier und zwar Charlotte. Ich bin die Social Media Beauftragte unserer Firma. Und das Thema heute Ist die Herstellung. Genau, der Prozess, ne, finde ich auch so spannend, weil das eben von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ist. Heute stellen wir mal so allgemein vor, wie Agavenbrand hergestellt wird und die Besonderheiten, darauf gehen wir dann in weiteren Videos ein. Angefangen wird das Ganze mit den Agaven, die geerntet werden, ne, und das ist ja auch nicht ohne. Pure Handarbeit. Und genau, die Rimadores, die das machen, die haben halt spezielle Werkzeuge dafür und wuchten dann die abgeernteten Agaven entweder auf Lastwagen oder auf Pferde, ne, wenn die in der Wildnis geerntet werden. Und so ein Agavenherz kann ja auch ziemlich schwer sein, ne, so bis zu 100 Kilo. Ja. Ne? Und genau. Und ja, dann werden die oft nochmal zerteilt, je nach Größe. Und so wie die sind, kann man die eigentlich noch nicht weiterverarbeiten. Die Pferde, die mögen die auch roh, aber wir Menschen können das eigentlich nicht verdauen. Und damit Alkohol draus wird, muss man die vor... Backen. Genau, das haben schon übrigens die Indigenen rausgefunden. Ne? Das ist eine Sage, das erzählen wir auch später mal, wie sie das rausgefunden haben. Und jedenfalls gibt es da verschiedene Arten von Öfen. Die ursprünglichste Art ist dann was? Eine ausgegrabene Grube. Richtig, ne, so ein Erdloch und da wird dann in der Mitte Holz aufgeschichtet. Auf das Holz kommen dann nochmal Steine. Richtig, Oder Steine, ne, die speichern nämlich dann auch die Wärme und darüber kommt nochmal eine Schutzschicht so aus Palmblättern oder Fasern und dann die Piñas. Ne, das sind ja die... Agavenherzen. Richtig. Und darüber kommt dann nochmal eine dicke Erdschicht. Mhm. Ja, sieht aus wie so ein Holzkohlemeiler. Nach so 3 Tagen, ne, trägt man das wieder ab und dann werden die Agaven nochmal zerkleinert. Also die ganz kleinen Mescalerias machen das tatsächlich von Hand. Oder dann eben mit dem Steinrad, ne, der Tahona, was ja dann auch ein Pferd, Ja, genau, ein Pferd oder Maultier zieht. Ne? Und durch dieses Auspressen und mit der Hilfe von Wasser wäscht man dann den Zucker aus und das geht dann in das Becken zum Gären. Ja, bei Mezcal so Spontangärung aus der Umgebungsluft. Die professionellen Distillen, die nehmen dann auch gezüchtete Hefen, ja, wie beim Bier oder Whisky, in Edelstahltanks. Und dann, was macht man dann, wenn es so nach 3-4 Tagen gegoren ist und Alkohol hat, so um die 5%? Es muss erstmal destilliert werden. Genau. Ja, so nach der ersten Runde, das ist meistens ein diskontinuierliches Verfahren, hat das so 25% Alkohol und dann gibt es eben nochmal eine zweite Runde, ja, und dann ist der Alkoholgehalt dann so schon 50-60%. Beim Tequila wird dann wieder runter verdünnt, je nach Gesetz auf 40-38%, manchmal mehr, aber Mezcal lässt man oft so, darum haben die oft ein bisschen mehr Wumms. Ne? Und ja, nach dem Destillieren kann man ja dann noch in Eichenfässern lagern, ja, das haben wir ja schon in den anderen Videos erklärt. Dann kann man noch Additive zugeben und filtern, eventuell, ne, wie bei dem hier. Und ja, dann haben wir Tequila, Mezcal oder andere Agavenbrände. Und damit wären wir heute schon mal so weit durch. Ne? Ja. Und ich denke, so zur Feier des Tages probieren wir nochmal unsere tollen Gläser aus, die wir hier geschenkt bekommen haben. Ne? Also Calaveras. Ne?
Schädel. Und was willst du probieren? Ich würde einmal den Kaffeelikör probieren. Der besteht aus 100% Agaven-Tequila. Also kein Mixtur wie viele andere Likörs. Und der wird auch mit Kaffeebohnen hergestellt. Also die Farbe ist alles natürlich. Richtig. Echte Arabica aus Mexiko auch. Hat 30%, also ist ein bisschen stärker als ein normaler Likör. Ne? Und schmeckt aber gut. Also. Und riecht gut. Genau. Gut, dann gießt du dir mal ein und ich probiere mal hier unseren Mini, ne, von Oro de Oaxaca. Das ist ja der Mezcal, den man sowohl als Mini als auch in der 07er Flasche kriegt. Und hier haben sie so nochmal Salz dazu gegeben mit Chile. Soll ich das mal aufschneiden hier? Was meinst du, Charlotte? Ja, ich glaube, das kannst du auch mal aufschneiden. Rabiat hier einfach. Ne? Geht ein bisschen. Nicht Ja, gucken wir mal. Hey. Willst du wohl? Ja doch, nee, warte, ich krieg's rausgefummelt hier. Ja, warte. Ist dann nochmal in der Plastiktüte. Müssen wir den Sack nicht gleich zerstören hier. Ah ja, genau. So, hier ist Sal con Chile. Aus Mexiko. So, das geben wir mal hier drauf. Ne? Das kann man auch auf Orangenscheiben streuen. Ne? Also so zwischen den Shots oder so kann man dann nochmal seine Geschmacksknospen neutralisieren damit. Ne? Und hier in dem Probierfläschchen, ja, ups. Ja, guck mal, da ist ja, genau, die Raupe, ne? Ja. Wie es sich gehört. Guck mal, da hat auch ein bisschen Farbe, hat er, ne? Das ist ein Robin. Ja. Finde ich auch cool. Und jetzt wollte ich eigentlich den Rand benetzen. Das war jetzt ein Schritt zu früh. Ne? Also eigentlich soll man dann hier das Wurmsalz auf den Rand machen. Das ist schmeckt's? Ist gut. Ja. Weit zu schnell. Ja. Aber in dem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Video. Nicht vergessen, liken, abonnieren, kommentieren. Ja. Was wollt ihr als nächstes sehen, hören? Ne? Können wir uns darauf einstellen. Also, Salut. Nicht schlecht, die Gläser. Ja, Sieht cool aus. Aber jetzt ein bisschen viel reingemacht, damit man den ganzen Totenkopf sieht. Ja, genau. Das war jetzt ein Muss. Ne? So, also, dann bis zum nächsten Mal. Hasta luego.